Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute machen wir wieder das schnelle Sonntagsrezept. Das sind Rezepte, die ihr in ca. 20 Minuten zu Hause nachkochen könnt. Und zack ist das Mittagessen auf dem Tisch. Und heute machen wir leckere Spaghetti mit Ei und Speck. Viel einfacher geht es nicht. Super schnell gemacht und man kann schon gleich essen. Und wie ich das jetzt zubereite, das seht ihr wie immer jetzt. Und dann würde ich einfach mal sagen, auf geht's! Für dieses Rezept braucht ihr nur wenige Zutaten. Ihr benötigt ein paar Spaghetti, ihr könnt auch andere Nudeln nach Wahl nehmen, 4 Eier, ein bisschen Bacon, Salz und Pfeffer. Und das war's auch schon. Bei manchen Rezepten ist weniger einfach mehr. Zuerst setzen wir das Nudelwasser auf. Ich nehme immer schon heißes Wasser, mache den Deckel drauf und stelle den Herd dann auf höchste Stufe. Und wenn das Wasser dann kocht, dann salze ich es. Ich gebe an das Nudelwasser 2 gehäufte Esslöffel Salz. Und keine Angst, da gehört so viel Salz dran. Viele machen nur eine Prise Salz dran, aber dann schmecken die Nudeln einfach nach gar nichts. Das Wasser, das sollte jetzt so ähnlich schmecken, als wenn ihr in der Nordsee schwimmen geht und ein bisschen Wasser verschluckt habt. Und jetzt geben wir die Spaghetti dazu. Pro 100 Gramm Spaghetti braucht ihr ungefähr 1 Liter Wasser. Ich drücke die Spaghetti jetzt ein bisschen in den Topf rein. Die würden auch irgendwann von selber untergehen, aber so geht es deutlich schneller und sie werden besser gleichmäßig gar. Zwischendurch rühre ich die Spaghetti immer mal wieder um, damit sie nicht aneinander kleben. Die Spaghetti lassen wir jetzt so lange kochen, bis sie gar sind. Das dauert in der Regel bei mir so circa 15 Minuten. Ich mag es nicht ganz so bissfest. Und während die Spaghetti köcheln, können wir schon mal unsere Eier vorbereiten. Dazu schlage ich 4 Eier in einer kleinen Schale auf. Die Eier würze ich jetzt ganz klassisch mit Salz und Pfeffer. Und mehr an Gewürzen braucht dieses Gericht auch nicht. Die Eier, die werden jetzt richtig gut miteinander verquirlt und ein bisschen Luft runtergeschlagen. So wird die Eimasse später ein bisschen luftiger und fluffiger. Ich hacke jetzt noch ein bisschen von der Blattpetersilie. Sieht einfach später schön aus, wenn man einen kleinen grünen Klecks hat. Die müsst ihr auch nur grob schneiden. Nochmal durch die Spaghetti durchrühren und dann nehme ich mir eine raus und probiere, ob sie gar sind. Und wenn die Spaghetti gar sind, dann stellen wir schon einmal eine Pfanne auf den Herd, auf mittlerer Stufe erhitzen. Und in die Pfanne geben wir jetzt unseren Bacon. Da der Bacon schon sehr fettig ist, brauchen wir hier auch kein zusätzliches Öl. Den Bacon verteilen wir jetzt schön in der Pfanne und lassen ihn erstmal schön braten, damit er sein Fett auslässt. Und wie ihr seht, jetzt ist auch genug Fett in der Pfanne drin. Jetzt lassen wir ihn noch ein ganz klein bisschen weiter braten. Dabei gelegentlich immer mal wieder durchrühren. Und wenn der Speck sein Fett schön ausgelassen hat und leicht gebräunt ist, dann geben wir unsere Spaghetti dazu. Dieses Rezept könnt ihr übrigens auch super mit Nudeln vom Vortag machen. Den Speck und die Spaghetti verrühren wir jetzt erstmal richtig schön miteinander. So können die Spaghetti den Geschmack von dem Speck auch annehmen. Das Ganze lassen wir jetzt unter häufigem Rühren für 2 Minütchen miteinander braten. Und jetzt geben wir noch unser verquirltes Ei dazu. Einfach schön über die Spaghetti verteilen. Jetzt könnt ihr den Herd schon ausschalten, das Ei ganz kurz stocken lassen und dann alles miteinander verrühren.
Danach nehmt ihr dann die Pfanne direkt vom Herd, da das Ei wirklich nur stocken soll und nicht großartig braten. Es soll schön saftig bleiben. Ja, und dann kann das Ganze auch schon auf einem Teller serviert werden. Sieht das nicht lecker aus? Ein ganz einfaches Gericht aus so wenig Zutaten. Bei manchen Rezepten ist einfach weniger mehr. Ja, und hier ist es das tolle Endergebnis. Aus wenig Zutaten, viel Geschmack. Wenn ihr die Nudeln vom Vortag übrig habt, ist dieses Rezept super schnell zubereitet. Ich bestreue das Ganze jetzt noch ein bisschen mit Petersilie. Das gibt noch mal ein bisschen Farbe und ein bisschen Pfiff. Ja, ich hoffe, mein schnelles Sonntagsrezept hat euch heute wieder gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Tschüss!